Was wird nicht teurer? Und jetzt auch noch die Winterreifen. Ob neu oder beim Wechsel. Braucht man noch Winterreifen? Meiner Meinung nach nicht. Wir brauchen natürlich noch Winterreifen. Ob ich die brauche, weiß ich nicht, aber sie kommt drauf. Aber warum für Winterreifen bezahlen, wenn es vielleicht gar keine braucht? Max fragt, geht es nicht auch ohne? Die Rechnungen, die in diesen Tagen Ferraz Saleh in einer Frankfurter Filiale von Vergölzt seinen Kunden und Kundinnen präsentiert, ist deutlich höher als beim Kauf von Winterreifen im vergangenen Jahr. Man kann ungefähr sagen, so zwischen 12 und 15% Steigerung beim Reifenpreis. Der Wechsel ist auch natürlich teurer geworden. Den haben wir jetzt auch um knappe 9% angezogen. Und damit liegt diese Werkstatt noch nicht mal im oberen Bereich. Mit einem Preisplus von bis zu 21% müssen AutofahrerInnen im Allgemeinen rechnen. Der Bundesverband Reifenhandel schreibt zu den Ursachen: Wichtige Rohstoffe wie Ruß- und Synthetik-Kautschuke bezog die Reifenindustrie bis vor wenigen Monaten zum großen Teil noch aus Russland und der Ukraine. Allein ein Pkw-Reifen besteht aus mehreren Gummigemischen. Jetzt also brauchen Hersteller neue Lieferanten, neue Verträge. Die Argumente für die Teuerung demnach klar. Doch warum überhaupt Winterschlappen fürs Auto? In Ländern wie Polen, Belgien oder Großbritannien gibt es keine Winterreifenpflicht. Und bei uns? Fragen wir Oliver Reidegeld vom ADAC. Wir haben in Deutschland eine situative Winterreifenpflicht. Das heißt, ich muss Reifen aufgezogen haben bei winterlichen Straßenverhältnissen. Und das ist nicht nur Schnee und Eis, sondern es kann auch morgens der Raureif sein, der in einem dunklen Waldstück liegt. Wie es mit der Winterpflicht ist, das hat schon vor mehr als 40 Jahren der 7. Sinn den Verkehrsteilnehmern gezeigt. Vielfach war auch die Bereifung nicht in Ordnung. Wie hier zum Beispiel, wo auf den Vorderrädern eine andere Reifenart als auf den Hinterrädern montiert ist. Diese sogenannte Mischbereifung ist verboten, weil PKWs dadurch ein unkontrollierbares Fahrverhalten bekommen. Und heute? Wie halten es die Menschen auf Hessens Straßen? Allwetterreifen, Warum? weil ich nur Kurzstrecken fahre. Also ich lasse mein Auto sowieso stehen, wenn es ganz schlimm wird. Ich habe noch die Winterreifen vom letzten Jahr drauf. Ich habe die noch nicht gewechselt, von daher bleibt das so, denke ich mal. Reifenwechsel zweimal im Jahr. So manche Autofahrerin und mancher Autofahrer will da lieber Geld sparen. Ein Preisvergleich bei einem Reifen in Durchschnittsgröße zeigt die regionalen Unterschiede. In Kassel 44,60 €. Am teuersten in Marburg 50 €. In Darmstadt am günstigsten 42,10 €. Knapp 8 € pro Reifen Unterschied. Einkaufstourismus ist da wohl weniger lohnenswert. Vom ADAC gibt es einen Spartipp, wie man an der Kostenschraube drehen kann. Ich kann mich entweder nach gebrauchten Reifen umsehen. Da muss ich aber darauf achten, dass sie noch genügend Restprofil haben. Also wir empfehlen, mindestens 4 mm sollten es schon sein. Eine andere Möglichkeit sind sogenannte runderneuerte Reifen. Das heißt, ein alter Unterbau, wo ein neues Profil aufgebracht worden ist, die kriege ich bei spezialisierten Reifenhändlern. Gebrauchte Reifen gibt es in dieser Werkstatt nicht. Aber von den gut 1000 Reifen, die im Lager stehen, sind 40% Allwetterreifen. Vergölzt mit insgesamt 450 Filialen in Deutschland kommt der gestiegenen Nachfrage der letzten 2 Winterhalbjahre nach. Allerdings, für den Filialleiter müssen AutofahrerInnen bei den Allroundern Abstriche machen. Also ein Allwetterreifen darf man nie vergessen, ist nur 50% Sommer, 50% Winter. Ein Mensch hat ja auch keine Jacke für den Sommer und Winter, sondern wirklich eine Jacke für den Sommer und eine Jacke für den Winter. Und dadurch hat man natürlich immer nur die halben Eigenschaften in der jeweiligen Jahreszeit. Bremswege sind natürlich deutlich länger, die Nässehaftung ist nicht so gut wie bei den richtigen Winterreifen. Ein Kompromiss, der aber für den einen oder anderen gar nicht so verkehrt sein muss. Wenn ich in der Stadt wohne, ein reines Stadtauto habe, vielleicht auch nicht mehr als 10.000 Kilometer im Jahr fahre, dann kann ich vielleicht mit einem Ganzjahresreifen günstiger fahren. Doch auch die sind um bis zu 16% im Preis gestiegen. Fazit: Wie das Wetter wird, wissen wir nicht. Aber Ganzjahresreifen sind für solche Witterungsverhältnisse nichts. Da braucht es dann doch Winterreifen.